Die letzten Monate habe ich Gym wirklich sehr krass durchgezogen und da kam auch jeden Tag Fleisch bei mir auf den Teller. Und jetzt kam Oatly und hat gesagt, Kerle, probier doch mal 30 Tage ausschließlich vegane Ernährung und schau, ob du immer noch dieselben Leistungen hinkriegst. Ja! Halten! Leider habe ich mich mit Corona angesteckt. Und das ist das Ergebnis. Bevor ich komplett auf vegan umstelle, fragt ihr euch sicherlich auch, wie sieht denn meine tägliche Ernährung aus? Ganz einfach, Reis, Hähnchen, Gemüse, so gut wie jeden Tag. Um auch irgendwo einen Vorher-Nachher-Vergleich zu haben, haben wir A, vor meiner Ernährungsumstellung einen Bluttest gemacht und B, natürlich auch einen sportlichen Leistungstest. Was wurde bei dem Bluttest alles abgecheckt? Alles. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mir Blut abnehmen lasse. Oh, direkt mit Kamera, denke ich. Ohne Kamera würde ich das auch nicht machen. Wie viele Ampullen brauchst du? Ja, viele. Wow. Was? Das ist alles Martin. Zum Glück habe ich nicht geguckt. Die Werte hier, mein Freund. Ich kann tatsächlich behaupten, dass ich aktuell wahrscheinlich in der besten körperlichen Verfassung bin, in der ich war. Also was Kraftsport angeht, ausdauertechnisch werden wir sehen, dass ich da nicht auf der Höhe bin. Also die Werte, die zaubern mir schon ein Grinsen ins Gesicht, muss ich sagen. Top-Athlet ist er. Ja, ne? Top-Athlet. Die Werte von dem Leistungstest heute seht ihr jetzt. Und wir haben auf jeden Fall unsere Startwerte. In 4 Wochen werden wir genau diese Tests nochmal machen und vergleichen. Und dann ging die Challenge auch schon los. Woche 1 war die Orientierungsphase. Erstmal einkaufen gehen. Jetzt einfach mal auf die Kette kriegen, ja, mit was ich mich die nächsten 4 Wochen überhaupt ernähre. Bevor es jetzt an die Kasse geht, zeige ich euch mal meinen kompletten Einkauf. Das sollte auf jeden Fall für heute und für morgen reichen. Ich nehme euch auch über den ganzen Monat natürlich bei meinen Workouts so ein bisschen mit. Vielleicht könnt ihr euch auch die eine oder andere Übung abschauen oder mich in den Kommentaren flamen, wenn ich eine Übung nicht richtig ausführe. Gym macht aktuell so sehr Bock. Da möchte ich natürlich auch nicht, während ich mich jetzt anders ernähre, weniger trainieren oder sowas. Das definitiv nicht. Deswegen, let's go. Bei unserem jährlichen Freakigers-Meeting wussten die Jungs natürlich auch erstmal nicht, auf welche Challenge ich mich da eingelassen habe. Und da haben sie auch erstmal geguckt. Beim Meeting angekommen. Ist heute Dresscode weiß? Habe ich was verpasst? Oder? Ja. Ich bin jetzt beim Buffet hier, während die Jungs sich Rührei mit Schinken holen und sowas. Gibt es zum Glück Müsli da. So, eigentlich doch ganz geil. Das wäre natürlich auch geil, aber... Gib dir das ist vegan. Also Tipp für die vegane Ernährung. Einfach was, das passt schon, gell? Aus der Leiden. So, ich komme gerade aus dem Gym. Meine letzte Mahlzeit des Tages. Naturtofu, Gemüsemix und Reis dazu. Und dazu mache ich mir gerade noch einen Proteinshake. Ganz normales veganes Proteinpulver tatsächlich. Ich habe noch nie ein leckeres veganes Proteinpulver gefunden im Vergleich zu normalem Proteinpulver. Aber Prost! Wie gesagt, habe ich heute meine ganzen Mahlzeiten getrackt, die eingetragen. Und ich muss sagen, ich hatte umsonst Angst. Also an sich habe ich Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette gedeckt. Von daher, nice. Zwischendurch hatte ich natürlich auch einen Dreh gehabt, sprich Fußball auf dem Platz. Da war ich schon ein bisschen nervös und dachte so, wenn ich jetzt schlechter performe als sonst immer, dann würde ich es direkt natürlich auf die Ernährung schieben. Aber, das könnt ihr auch beim FVB-Video sehen, Performance war on point. Oh mein Gott! Es hat so unfassbar Spaß gemacht. Ich war schon ewig nicht mehr so auf die Hütte bolzen. Ich meine, 100 Schüsse, das merkt der Körper. Aber trotzdem, ich habe mich null energielos oder sonst was gefühlt. Das spricht ja schon mal dafür, dass durch die Ernährungsumstellung jetzt nicht weniger Energie oder Muskelversagen oder sonst was da ist, sondern ich konnte auf die Hütte hauen. Episches Video, ich bin unfassbar zufrieden. Mich hat eine besondere E-Mail erreicht, und zwar der Befund von meinem Bluttest, den ich gemacht habe. Und da wurden schon einige Mängel festgestellt. Ich bin natürlich kein Experte jetzt und weiß nicht, wie gravierend vielleicht manche Mängel sind. Grundsätzlich bin ich jetzt mal gespannt, inwiefern ich diesen Mängeln mit meiner Ernährungsumstellung entgegenwirken kann. Ja, ich versuche jetzt mein Essen mehr oder minder zu genießen, ne, bei solchen Nachrichten.
Woche 2 hatte ich dann direkt die größte Herausforderung, die man sich nur stellen kann, und zwar auf Reisen sein. Das heißt, ich konnte nicht mehr auf eigene Faust einkaufen gehen und entspannt daheim kochen, sondern jetzt musste ich mal schauen, wie es ist, unterwegs sich vegan zu ernähren. Wir haben offiziell Halbzeit bei meiner 1-Monats-Vegan-Challenge. Ich habe jetzt mies Hunger und ich zeige euch gleich, was bei mir auf den Teller gekommen ist. Ich dachte, ich bestelle ganz normal Hummus. Was davon ist Hummus? Das da? Das soll anscheinend Ciabatta-Brot sein, glaube ich. Also ich probiere jetzt mal das Pinke hier. Das schmeckt gut, also wirklich. Also, sag mal du. Keine Ahnung. So, und jetzt probier Doch, aber das. Hummus schmeckt man. Den Hummus schmeckt man, aber jetzt probier das. Ja. Und sag mir, ob du dann einen Unterschied schmeckst. Ob das jetzt anders ist als das andere. Nee, oder? Das ist einfach nur die Farbe. Sieht gut aus. Ja. So, der Hauptgang Dorentin. Ist angerichtet. Ja, Mann. Ist angerichtet. Veganer Burger, vegane Wraps. Ich bin eine Person mit großem Appetit. Der Kellner hat mich gerade auch ein bisschen quer angeguckt. Der wollte dir eins geben und mir eins geben. Also, nee, der Martin muss auf die Gains kommen. Ja, jetzt hauen wir mal rein hier, ne? Aktuelle Speise. Chicken Nuggets. Ja. Wow, it's exactly like chicken. I didn't expect that. Und nach 2 Wochen kann ich echt sagen, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, so der Körper hat sich so langsam ein bisschen umgestellt und ich habe nicht mehr so Magenprobleme einfach, so wie Dorentin vielleicht nach diesem Trip haben wird. Denn auf Ehre hat er gesagt, hey, wenn du dich vegan ernähren musst, dann zieh ich mit dir durch. Man merkt es einfach, die vegane Ernährung ist echt überall krass im Kommen. In Deutschland überhaupt kein Problem inzwischen. Aber wenn man dann unterwegs ist, wie beispielsweise in Spanien, dann scheitert es meistens einfach an der Auswahl. Und genau das habe ich da echt an eigenem Fleisch erlebt. Fleisch, witzig. Wir wollen eigentlich frühstücken. Dorentin zieht ja jetzt gerade die Woche mit mir vegan durch. Und wir laufen hier auch schon seit 5 Minuten durch, weil es einfach nichts Veganes gibt. Hier, dann geht man immer durch. Thunfisch, Schinken. Und ich habe auch keinen Bock, Chips zu frühstücken. Du? Ich bin maximal gebrochen. Selbst die Salate waren alle irgendwo mit Ei drin oder Schinkenstücke drin. Mal gucken, ob wir noch erfolgreich sind. So, maximal gebrochen für dieses Ding hier. Das sind so 2 Atemzüge, 8 € geblecht und der Junge zieht mit mir durch. Du bist verrückt, Alter. Ich bin einfach da. Ein bisschen Öl, alles gut, alles gut. Gym muss sein, macht auf jeden Fall Bock. Gym-Einheit im Hotel ist finished und ich komme natürlich vorbereitet, Freunde. So an sich Reis, Nudeln, Gemüse, Salat, alles easy, aber es gibt hier leider keine Proteine. Aber das gute vegane Proteinpulver, da kommt jetzt ungefähr ein Scoop, dass ich halt wenigstens so ein gutes Gewissen habe, dass ich ein paar Gramm Proteine abdecke. So, Dorentin hat 7 wackere Tage mit mir durchgezogen und hat sich gesagt, an seinem letzten Tag im Hotel möchte er normal essen, ne? Gönn dir, Bro. Bei mir sieht's so aus. Sieht auch gut aus, weißt du? Sieht auch gut aus. Das sieht natürlich Aber das sieht natürlich auch nicht schlecht aus. schön. Wie so oft im Leben läuft nicht alles glatt. Hier auch nicht. Komme aus dem Urlaub zurück. Corona positiv. Perfekt. Aber ich war trotzdem gewillt, weiter durchzuziehen und bin auch echt schnell wieder gesund geworden. Vielleicht lag es auch an der Ernährung. Leider habe ich mich mit Corona angesteckt. Dennoch sehe ich das als zusätzliche Challenge in der Challenge. Also ich werde natürlich weiterhin durchziehen. Und da ich in Quarantäne war, konnte ich selbstverständlich nicht einkaufen. Und da war Oatly so freundlich, mir einfach mal ein schönes Care-Package zu schicken, damit ich auch zu Hause noch versorgt wurde. Während ich mich noch mitten in meiner Challenge befinde, hat Oatly schon eine Pilotstudie gemeinsam mit dem SV Babelsberg gemacht. Da haben sich 9 Fußballer dazu entschlossen, sich pflanzlich zu ernähren, und zwar über einen Zeitraum von 8 Wochen. Das Ganze hat Oatly begleitet. Wie trainieren die Jungs? Wie fühlen die sich? Wie ernähren die sich? Und das Ergebnis könnt ihr in der Videobeschreibung von uns abchecken. Und zwar gibt es dazu auch natürlich ein YouTube-Video. Das habe ich mir gerade angeguckt und es ist
ist unfassbar geil geworden, wirklich, kann ich euch empfehlen anzuschauen. Ich sehe ganz viele Parallelen von den Jungs zu mir, aber es ist auch extrem informativ, weil viele von denen sich auch vorher noch nie so wirklich mit der Ernährung auseinandergesetzt haben. Checkt den ersten Link in der Beschreibung ab. Oatly, sehr, sehr geiles Video und ich begebe mich zu meiner Challenge zurück. Woche 4 bin ich auch direkt wieder in meinen Flow gekommen, konnte wieder trainieren und habt auch schon gemerkt, so nach 4 Wochen hat man einfach auch wieder seine Lieblingsrezepte gefunden, und zwar vegane, was ich sehr, sehr cool fand. So, das ist mein absolutes Go-To-Frühstück. Also das ist wirklich eins der schnellsten und simpelsten Sachen. Haferflocken hier rein. Dann kommt die Milch, also nicht zu wenig und nicht zu viel. Dann auf ungefähr mittlere Hitze, was bei mir hier 2 ist. Und dann ein bisschen warten, bis es aufkocht. So, wichtig ist, lasst es von selbst aufkochen, nicht umrühren, weil sonst ist es wie beim Reis, dass es dann am Ende einfach ja am Boden halt festklebt. Yes, sir. Das ist schon mal perfekt. Walnusskerne, Kürbiskerne noch rein. Früchte finde ich das immer mega nice da. Normalerweise mache ich auch immer noch eine Banane rein, habe jetzt gerade leider keine zu Hause. Heidelbeeren. Und dann rollen wir noch den Zimtteppich aus. Gewinnt jetzt vielleicht keinen Schönheitspreis. Ich bin nicht so ein Insta-Girl, aber ich sag's euch, es macht satt, schmeckt wild gut und hat extrem gute Nährwerte. Und natürlich alles vegan. Da mir krankheitsbedingt einfach eine Woche Training gefehlt hat, habe ich gesagt, hey, ich hänge noch mal eine Woche hinten dran. Natürlich weiterhin vegan und war gewillt für den Leistungstest einfach hoffentlich fit zu sein. Es ist soweit, Freunde. Heute ist der finale Tag gekommen, der entscheidende Leistungstest nach 5 Wochen Ernährungsumstellung. Schnacken wir nicht lange und gehen ans Eisen. Let's go. Hör einfach auf, dann ist das Leiden vorbei. Und da muss halt die andere Stimme im Kopf lauter sein, die dir sagt, halt dein Maul, wir radeln jetzt weiter. Ja. Ah, geil. Good job, baby. Boah, 110 Kilo, check. Ey, das ist geil, holy shit. Aber da bin ich gerade sehr stolz drauf. Nice. Knappe Kiste. 60 Sekunden. Gleich vorbei. Come on. Bleib oben. Halten. 10. Bleib. Gut so. 4, 3, 2, 1. In 4 von 6 Disziplinen verbessert. Kann man mal machen, aber da war ja noch der Bluttest. Okay, deine In-Body-Analyse vor der Ernährungsumstellung zeigt bei der Muskelfettanalyse einen D-Typen. Das heißt, deine Skelettmuskelmasse ist proportional zum Gewicht und zur Körperfettmasse anteilsmäßig am gewichtigsten. Das ist sehr gut. Body Mass Index liegt bei 24,5. Das ist so an der oberen normalen Grenze, was daran liegt, dass du ziemlich viel Skelettmuskelmasse schon hast und mitbringst. Ja? Es ist im Prinzip eine sehr, sehr gute Analyse. Was ich finde, was man sieht, ist, dass, obwohl die Werte vorher schon gut waren, die Blutfette extrem niedrig sind. Das heißt, die sind nochmal gesunken im Vergleich zu vorher, wo sie, wie gesagt, schon gut waren. Leider auch das gesunde HDL-Cholesterin. Das heißt, da müsste man vielleicht immer so ein bisschen gucken, dass man beim Thema Fette, gesunde Fette, auf jeden Fall am Ball bleibt, weil die sind ja wichtig. Wir brauchen ja Fette auch, um unseren Kreislauf und Organismus und Stoffwechsel quasi am Laufen zu halten. Der Mangel an tierischen Fetten hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Blutfette sich verbessert haben. Der Eisenspeicher ist noch gestiegen, was ich ganz gut finde, weil man ja immer sagt, Eisen kann man nur über Fleisch und ganz schwierig über pflanzliche Produkte sich aneignen. Das sehe ich jetzt hier nicht. Der Eisenspeicher ist eher gefüllter als vorher, was ja auch im Hinblick auf die Infektionserkrankung, die du hattest, komisch ist. Eigentlich würde man das ja anders erwarten. Der Langzeitblutzuckerwert, der vorher super war, weil du kein Diabetiker bist, ist nochmal verbessert. Der Omega-3-Index ist leider auch gesunken. Für einen gesunden Menschen ohne chronische Erkrankung vielleicht jetzt nicht so ein Problem, aber es gibt ja auch Menschen, die
sagen wir mal, eine pflanzenbasierte Kost empfohlen bekommen. Und die sollten dann extrem darauf achten, dass sie die Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Ich habe probiert da jetzt auf Walnüsse zum Beispiel, dass die halt wirklich täglich so eine Handvoll, aber scheint nicht den gewünschten Effekt gehabt zu haben. Das Problem ist, du brauchst tatsächlich relativ viel. Vielleicht jetzt auch im Hinblick auf die Infektionserkrankungen, dass das so ein bisschen verbraucht wurde nochmal. Aber da würde ich tatsächlich auf ein Nahrungsergänzungsmittelprodukt zurückgreifen, wenn du dich vegan ernähren möchtest weiterhin. Oder Fleisch sehr, sehr stark einschränken möchtest und Fisch. Okay. Ne? Und das Coenzym Q10, das ist das, was ich vorhin sagte, was die Atmungskette in den Mitochondrien triggert, was quasi die ATP-Herstellung erst ermöglicht. Ist nach wie vor etwas mangelig, aber verbessert. Auf jeden Fall verbessert. Ja? Das heißt, die vegane Ernährung hat auf jeden Fall so ein bisschen dazu beigetragen, dass das System sich von alleine ein bisschen besser regeneriert hat. Ist vielleicht hier auch so ein Punkt, weil ich ehrlich gesagt so gut wie kein Cardio-Training mache, dass der Wert zum Beispiel deswegen so schlecht ist? Eigentlich ist es sinnvoll, ein maßvolles Cardio-Training mit einzubauen, kombiniert mit dem Krafttraining. Also das gehört für mich immer alles so ein bisschen zusammen, nicht nur eins. Vielen, vielen Dank an Oatly, die diese Herausforderung erstmal mir gestellt haben und es ganz sicher möglich gemacht haben. Nach 5 Wochen veganer Ernährung kann ich erstmal sagen, dass viele Vorurteile bei mir im Kopf verschwunden sind. Die Ergebnisse sprechen auf jeden Fall für sich. Es hat sich einiges verbessert, weswegen ich jetzt auch sage, hey, ich werde nicht einfach in meine alte Routine zurückkehren. Probiert es gerne mal aus, weil ihr euch dann einfach mit eurer Ernährung besser auseinandersetzt oder vielleicht sogar das erste Mal. Aber macht das Ganze nicht auf eigene Faust. Sprecht vielleicht mit eurem Arzt, informiert euch selber und ansonsten wie immer bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao.